Unser nationales Referenzzentrum ist eines der supranationalen Referenzzentren der Weltgesundheitsorganisation und betreut als solches schon über viele Jahre das Labor in Moldau. Ich bin der ärztliche Direktor des Krankenhauses und wir behandeln Patienten mit allen Lungenerkrankungen, aber haben einen Schwerpunkt auf dem Bereich der Tuberkulose. Am Forschungszentrum Borstel entwickeln wir neue Methoden zur Erkennung der Tuberkuloseerkrankung, der sogenannten Diagnostik, und auch neue Behandlungsmethoden. Wir kooperieren mit dem Tuberkulosezentrum in Chișinău, das ist die Hauptstadt von der Republik Moldau. Dieses Krankenhaus ist das Hauptversorgungskrankenhaus für Tuberkulosekranke in Moldau, aber es werden auch Menschen mit anderen Lungenerkrankungen, also Lungenentzündungen oder Lungenfibrosen, in dieser Klinik behandelt. Und an der Klinik angesiedelt ist auch das nationale Referenzlabor für Tuberkulose. Es gibt in Moldau besonders viele Patienten mit multiresistenter Tuberkulose, das heißt einer Form der Tuberkuloseerkrankung, bei dem die besten Medikamente nicht mehr wirksam sind. Beide Zentren, sowohl das in Moldau als auch das in Borstel, haben einen besonderen Versorgungsschwerpunkt im Bereich der Tuberkulose, sowohl der Patientenversorgung als auch der Laborversorgung. Das heißt, an beiden Standorten sind auch die nationalen Referenzzentren für Tuberkulose angesiedelt. Mich interessieren Erkrankungen wie die Tuberkulose, die auch eine Gesellschaftsrelevanz haben. Häufig werden gerade in den ärmeren Ländern Patienten, die an einer Tuberkulose leiden, durch diese Erkrankung in ein nicht nur gesundheitliches, sondern auch finanzielles Elend gestürzt. Die Behandlung ist sehr langwierig, zum Beispiel bei der multiresistenten Tuberkulose dauert die Behandlung über 20 Monate und kann von vielen Patienten gar nicht bezahlt werden. Und da finde ich es schon berührend und begeisternd, dass es auch immer einige wenige gibt, die sagen, dass sie trotz der Umstände eben auch ihr Heimatland lieben und trotz der geringen Verdienstmöglichkeiten und der viel schlechteren Perspektiven gerne mal für eine kurze Zeit hier zu uns kommen, aber um dann mit dem Gelernten wieder nach Hause zu gehen, um dann dort das System weiterzuentwickeln. Von diesen Leuten habe ich sehr hohen Respekt. Unsere Partnerschaft trägt zum Nachhaltigkeitsziel der Weltgesundheitsorganisation bei, indem wir junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen ausbilden und indem wir die hier entwickelten Methoden zur Diagnostik und Therapie nach Moldau transferieren und so weit anpassen, dass sie dort auch angewendet werden können. Also der Hauptgegenstand der Partnerschaft liegt im Bereich der Ausbildung und des Capacity Building. Wir haben so ein Train-the-Trainer-Modul. Neben dem Train-the-Trainer-Modul für Ärzte bilden wir aber auch Biologielaborantinnen und Biologielaboranten aus, die lernen, wie man mit Zelldifferenzierung aus Lungenwaschungen zum Beispiel umgeht und dieses Verfahren im Labor durchführen kann. Meine Klinikpartnerschaft mit den Kollegen in Moldau ist großartig, weil wir immer herzlich empfangen werden und wir immer daran erinnert werden, wie gut es uns eigentlich geht und welche Probleme doch unsere Nachbarn haben.